Ich führe eine Diagnose des Bosch-Akkus durch. Es wird sich verbinden. Dieser Stecker von mir ist kaputt. Man bewegt ihn ein wenig und die Verbindung geht verloren. Nun, jetzt hat er sich verbunden. Das Problem ist, dass er nur bis zu 4 Balken 80% lädt und nicht höher. Ich habe ihn sogar 1 oder 2 Tage lang geladen gelassen. Er wird nicht balanciert. Genau die Software unterbricht den Ladevorgang bei 80%. Und wir werden sehen, was passiert ist. Wir führen eine Diagnose durch. Hier schließen wir an und hier im Fahrrad selbst gibt es keine Fehler. Gehen wir zum Tab Akku Power Pack. Und hier sehen wir einen Fehler. Im Allgemeinen, selbst wenn Sie nicht verstehen, wo das Problem liegt, können Sie diesen Fehlercode in ChatGPT hochladen und es wird Ihnen alles erklären. Ich denke, im Internet wird es Ihnen den Grund finden. Ich denke, das werden wir tun. Vor dem Reset werde ich es an ChatGPT senden. Wir werden sehen, was es mir schreibt. Spezifikationen, hier 38,3 Volt, Batterieladung, Temperatur normal, hier 70%. Ladung, nur höher lädt's nicht. Welche Spezifikation gibt es hier noch? 384 Ladezyklen, maximale Temperatur, hier die Kapazität und alle Daten können in ChatGPT hochgeladen werden und es wird den Zustand erklären. Wenn Sie es selbst nicht verstehen, ich habe diesen Fehlercode angesehen, es lädt nur bis zu 70% wegen eines großen Ungleichgewichts. Wir haben hier 3,60 Volt, das ist die minimale Zelle, das heißt irgendeine Zelle hat sich bereits bis zu 4,2 Volt am oberen Limit geladen, aber es gibt Zellen, bei denen die Spannung 3,660 Volt beträgt. Das heißt, sie ist entladen, daher unterbricht der Controller den Ladevorgang und er lädt nur bis zu 70% wegen dieser Zelle. Jetzt werde ich diesen Fehler zurücksetzen und es zum Laden anschließen. Vielleicht gleicht es sich ein wenig aus, aber ich denke, es ist auch sehr langwierig, diesen Unterschied zwischen 4,2 Volt und 3,60 Volt zu verringern. Das heißt, man müsste sehr lange laden, zurücksetzen und balancieren. Oder man kann die Batterie zerlegen und manuell balancieren. Manuell, aber sie ist versiegelt, sehr schwer zu zerlegen. Hier sind die Riegel entlang des Umfangs auf beiden Seiten, das heißt, die Schrauben herausdrehen, aber die Riegel sind sehr schwer zu demontieren. Und nun ja, danach verliert sie ihre Dichtheit nach der Demontage. Im Allgemeinen zuerst werde ich versuchen, sie zu balancieren, den Fehler zurückzusetzen und zu balancieren. Es hat nicht geklappt, sie zu laden. Nach dem Zurücksetzen des Fehlers musste ich sie doch zerlegen. Im Allgemeinen erzähle ich, worin das Problem liegt. Es gibt Zellen, die 3,60 Volt haben, 2 Parallelen mit 3,660 Volt. Die anderen sind mit 3,9 Volt geladen, sie sind 4,2 Volt, 3,9 Volt. Das heißt, das BMS selbst lässt nicht vollständig laden und unterbricht den Ladevorgang, wenn die Spannung 3,9 Volt an der Zelle erreicht wird. Aber das Problem ist auch, dass der Balancer nur einschaltet, wenn die Zelle bis 4,2 Volt geladen ist und mit Hilfe des Balancers gleicht sie sich aus, senkt die Spannung auf 15 Volt. Aber wenn die Zelle auf 3,9 Volt geladen ist, schalten sich die Balancer überhaupt nicht ein. Daher ist dies eine ausweglose Situation. Sie wird sich niemals automatisch balancieren. Man muss sie zerlegen und jede Zelle einzeln laden mit einem Ladegerät. Ich habe ein IMAX-Ladegerät und ich habe die Zellen, die 3,660 Volt hatten, auf 3,9 Volt nachgeladen. Und dann ging der Ladevorgang weiter. Sie hat sich geladen, nachdem die Batterie balanciert wurde. Im Allgemeinen bin ich danach gefahren und ich hatte eine Reichweite von etwa 45 Kilometern. Im Allgemeinen mit dem balancierten Akku. Danke.